Hallo, wir sind heute in der Erlebniswelt Sport in Borken. Ich habe hier einmal den Robin, aber ich würde sagen, Robin, erzähl uns doch mal, wer bist du, wo sind wir hier, was macht ihr überhaupt? Mein Name ist Robin Selting. Wo wir hier sind, würde ich am liebsten nicht verraten, damit hier keine Relaunch mehr hinkommt. Aber wir sind am Standort in Borken. Wir haben insgesamt 4 verschiedene Standorte, kümmern uns um Physiotherapie, Osteopathie, Heilpraktik und haben zusätzlich noch 3 große Fitnessbereiche. Wie bist du auf das ganze Thema Relaunch aufmerksam geworden und was hat dich dazu bewegt, die Relaunch anzuschaffen? Tatsächlich über Facebook und Instagram habe ich eine Werbeanzeige gesehen und mir gedacht, es könnte für unsere Patienten und auch für unsere Therapeuten, um die Finger ein wenig zu schonen, sehr interessant sein. Bin dann zu euch mal nach Düsseldorf gefahren, habe mir das da mal einmal angeschaut, mich selber draufgelegt, davon überzeugt, dass es gut ist und haben dann an einem Standort in Regen damit gestartet und jetzt hier in Borken mittlerweile am 2. Standort auch schon die Relaunch angeschafft und der 3. wird hoffentlich bald folgen. Das freut uns erstmal zu hören. Jetzt ist das Thema, du hast es gerade schon angesprochen, Entlastung der Therapeuten, so ein bisschen die Praxis upgraden. Wir sagen immer so ein bisschen Thema Praxis 2.0. Das ist bei euch auch, finde ich, sehr bemerkenswert. Ihr seid sehr im Thema Digitalisierung drin. War das auch mit ein Grund, warum du gesagt hast, das könnte was sein? Ja, also wir wollen natürlich, dass unser Therapeutenteam bei der Taktung, ich bin selber auch Physiotherapeut, ich weiß, wie es im Alltag ist, auch mal ein wenig die Finger und den Kopf schonen kann. Und dementsprechend haben wir gesagt, ist das eigentlich eine super Alternative für Patienten mit Rückenleiden etc., dass wir da einfach einen Ausgleich haben zum klassischen Physio-Alltag und im Bereich Digitalisierung. Genau, da sind wir eigentlich recht weit und wollen unseren Patienten natürlich damit einfach noch ein Stückchen mehr anbieten. Dann ist immer so die Frage, die wir auch oft kriegen von den Leuten, wie kriegt man das integriert? Wie schaffe ich das, dass meine Therapeuten das Ganze auch so annehmen, dass das Ganze auch genutzt wird? Wie habt ihr das gemacht? Also dank deiner Hilfe, du warst natürlich zu Beginn hier und hast mich wie auch unsere anderen Therapeuten und Therapeutinnen geschult. Ich habe das dann nochmal tatsächlich im Einzelnen gemacht und habe mir immer einzelne Vierergruppen mit 4 Leuten, 4 Therapeuten zusammengenommen. Dann sind wir das Thema nochmal einzeln durchgegangen. Jeder hat sich tatsächlich einmal einzeln draufgelegt, damit er auch einmal spürt, wie sich das anfühlt und auch so ein bisschen seine Erfahrung den Patienten gegenüber weitergeben kann. Und genau, so haben wir das eingeführt und so hat das tatsächlich auch sehr gut funktioniert, dass die Therapeuten das auch zu ihren Patienten bringen. Wie sind so die Feedbacks? Weil im ersten Standort hast du gerade gesagt, da haben wir angefangen. Das ist jetzt, glaube ich, knapp ein halbes Jahr her. Hier sind wir jetzt, glaube ich, seit 3 Monaten müsste es ungefähr sein. Wie sind so die Feedbacks von den Kunden? Wie kommt es an? Was sind da so eure... Also die Resonanz ist super, sonst hätten wir tatsächlich auch keine zweite angeschafft. Sowohl aus dem Therapeutenteam super, wie natürlich auch von unseren Patienten. Die Patienten berichten wirklich, ich sage mal, man kann 10 Patienten fragen, wie es sich anfühlt, kriegt 8 unterschiedliche Meinungen, aber der Kern ist immer gleich, ich habe eine Besserung. Und das ist im Prinzip ja für uns auch das Wichtigste, dass der Patient, der mit Schmerzen kommt, eine Besserung erfahren kann. Und dann ist auch immer ein Thema ganz, ganz wichtig. Jetzt sind wir im Therapeutenbereich. Wir haben hier ein zertifiziertes Medizinprodukt. Rechnet ihr ab? Macht ihr rein Verträge? Verkauft ihr nur Zehnerkarten? Habt ihr eine Kombination? Wie habt ihr das gesteuert? Weil das ist ja bei jedem anders und das ist auch immer so eine interessante Frage. Wie machen andere das? Lass uns doch da mal teilhaben. Aktuell sind wir im System, dass wir Fünfer- und Zehnerkarten anbieten, aber auch das Ganze über eine Verordnung abrechnen, Elektrotherapie etc. in der Physiotherapie. Dadurch, dass es ja Medizinprodukt ist, dürfen wir das verwenden. Haben natürlich auch mal ein bisschen die Werbetrommel bei Ärzten und Co. gerührt, dass die auch wissen, was wir für Möglichkeiten haben, damit sie ihren Patienten das im Prinzip auch näher bringen können, weil es ja keine klassische Form der Elektrotherapie ist, wie man das mit einem Tanzgerät mit dem Ankleben noch kennt. Das haben die Ärzte ja immer so im Kopf. Und wenn die mal einmal gesehen haben, was wir hier für Möglichkeiten haben, dann verschreiben die das natürlich auch gerne. Was würdest du sagen? Was ist so deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach? Läuft das gut mit den Ärzten, auch wenn man da ins Gespräch geht? Weil der eine oder andere, da müssen wir ja offen drüber reden, immer so ein bisschen Angst hat, soll ich an den Arzt rantreten? Wie sind da so deine Erfahrungen gewesen? Einfach frei auf die Ärzte hinaus, das hat am besten funktioniert. Wir haben natürlich nicht immer nur positives Feedback bekommen sofort, das ist auch klar.
Aber der größte Hebel sind für uns tatsächlich zusätzlich zu den Ärzten noch die Personen, die am Empfang beim Arztteam sitzen. Die haben wir natürlich eingeladen, bei uns mal einmal auf die Liege zu gehen, und die berichten natürlich, und wenn die begeistert sind, können die das den Patienten weitertragen, weil die haben mehr Zeit für den Patienten als der Arzt tatsächlich in der Regel. Perfekt, das ist ja schon mal super zu hören. Dann das Thema Studie, wie zum Thema Integrierung der Relaunch. Das haben wir ja mit euch gemacht. Wie fandst du das, so eine Teststudie, Beobachtungsstudie am Anfang zu fahren, so für den ersten Einstieg auch für nicht nur die Therapeuten, sondern auch gerade für den Kunden? War für uns ein schöner Einstieg und auch für den Kunden. Wir haben das immer in 10 Einheiten dann gemacht, über einen gewissen Zeitraum, 1- bis 2-mal in der Woche sollten die kommen. Und mit diesem Feedbackbogen, den wir von euch bekommen haben, wo man eben einen Vor- und Nachvergleich hat, konnte der Patient sich auch so ein bisschen besser darauf einlassen. Und ich sage mal, man sieht sich ja selber jeden Tag im Spiegelbild. Und das Gleiche ist ja bei einem Schmerzempfinden. Also nach 5 Wochen merkt man ja gar nicht, auf mal habe ich viel weniger Schmerzen. Und diese Schmerzskala von 1 bis 10, was sie zu Beginn angegeben haben und nach der Studie angegeben haben, war dann doch schon ein großer Unterschied. Und den Leuten das auch mal so zu feedbacken, was sie selber noch vor 6 Wochen für Schmerzen hatten, ist immer ganz interessant. Ja, dann würde ich abschließend sagen, was ist so dein persönliches Feedback? Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen vorgegriffen. Ihr habt noch ein paar mehr Standorte und seid da auch nicht abgeneigt, mit der Relaunch zu arbeiten. Aber was ist so dein Gesamtfeedback zum Thema Relaunch? Ob es jetzt im Sinne von auch den Schulungen, das hast du auch gerade schon angesprochen so ein bisschen. Aber was würdest du das weiterempfehlen, auch anderen Therapeuten? Also ich denke, das ist eigentlich ein klasse Therapieprodukt. Das sollte jede Physiopraxis irgendwo, bis auf die bei uns im Umkreis sind, haben, weil es einfach wirklich die Therapie entlastet, sprich den Therapeuten. Und das, finde ich, ist einer der größten Mehrwerte, weil in einer modernen Praxis in einer 15, 20 oder 25 Minuten Taktung spielt eigentlich keine Rolle. Jeder Therapeut kann eine Pause gebrauchen und kann nebenbei den Patienten glücklich machen, wenn er ihn drauflegt, und hat dann einfach eine Entlastung für sich, kann nebenbei einen Kaffee trinken und der Patient ist trotzdem happy. Von daher empfehle ich das jedem. Was bei euch ja noch so abschließend, glaube ich, ganz interessant war, eure Therapeuten selber nutzen das ja auch als Mehrwert für sich. Ja, genau. Dass ihr auch also regelmäßig drauflegt. Im Zeitalter von, es ist schwer Personal zu kriegen und man muss seinem Personal natürlich auch was bieten. Was würdest du sagen, wie oft nutzen deine Therapeuten oder das so in der Regel? Kann ich ehrlicherweise so gar nicht ganz genau sagen, aber sie nutzen es tatsächlich sehr oft. Wir müssen natürlich auch nichts dafür zahlen. Das ist einfach ein Benefit, wodurch wir natürlich auch wieder was haben, was man den Therapeuten und Therapeutinnen anbieten kann, was andere Praxen eben nicht haben. Es nutzen auch einige als Wellness, was auch absolut in Ordnung ist. Und wenn die selber Rückenbeschwerden haben, ist das natürlich immer eine schnelle Abhilfe. Von daher wird das rege genutzt. Ich kann dir aber ehrlicherweise sagen, nicht wie viel. Ich sehe immer nur wieder mal im Programm, dass es jemand benutzt hat. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass wir da sein durften. Danke, dass du uns heute mal so einen kleinen Einblick gegeben hast, wie es bei dir so läuft. Und dann freuen wir uns vielleicht bald nochmal von dir zu hören, wenn die nächsten Liegen da sind. Das machen wir. Vielen Dank. Sehr gerne.